Hallo, ihr Geschichtsinteressierten, Museumsgänger und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute wird's historisch. Und diesmal auch ernster. Denn heute geht's um D-Day VR Museum. Eine VR-Erfahrung, die einen klassischen Museumsbesuch mit der Erkundung von Schauplätzen in der Normandie verbindet. Mit 3D gescannten Modellen, 360-Grad-Material, damit man nicht nur liest, was am 6. Juni 1944 passiert ist, sondern es räumlich einordnen kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert, also keine Erwartung. Nur die Frage, fühlt sich das hier nach Geschichte zum Anfassen an oder eher nach Walking-Simulator mit sehr viel Infotafel? Entwickelt wurde das Ganze von Lichtblau IT für Steam und der Publisher ist Divergently GmbH. Links zur Experience wie immer in der Beschreibung. Aber jetzt Brille auf, Controller locker, kurz durchatmen und dann schauen wir uns an, wie VR als Museum funktioniert. Ja, herzlich willkommen unter der Brille. Wir gucken uns heute D-Day VR Museum an. Das Logo vor uns zeigt das auch nochmal. Wir sind im Bild 1.0-252. Also es gab schon ein Update seit dem Release, wo einige Bugs gefixt worden sind, wobei es bis jetzt auch nur wenige Bugs gab, die aufgefallen sind. Und wir sehen hier die Controller, die Steuerung, also das heißt, wir haben Teleport, wir haben Drehen, Bewegung und Aktivieren mit A und ins Hauptmenü kommen wir mit Y. Ansonsten greifen über die ganz normale Grip-Taste. Dasselbe nochmal erklärt für die Hive-Controller. Dann sind wir in einer Art Lobby, Eingangsbereich. Hier sehen wir die ersten Museumsstücke, und zwar Uniformen der Alliierten. Hinten gibt es noch Credits. Und hier haben wir die einzelnen Strandabschnitte, die wir dann direkt besuchen können. Dann gibt es noch Optionen. Da hüpfen wir einmal hin. Wie gesagt, wir haben Teleport und gucken uns an, was man in den Optionen alles machen kann. Wir können Musik und Mastervolumen und die einzelnen Sounds und Sprachen einstellen von der Lautstärke her. Wir können das Gameplay einstellen, wie wir uns drehen wollen, ob wir eine Vignette wollen, wie der Vignettenradius ist. Also für Motion Sickness Geplagte definitiv wurde da dran gedacht. Und wir haben Untertitel zu den Videos, wir haben Hinweise, wir haben visuelles Feedback und die machen wir mal an, die äh, Hinweise und visuelles Feedback auf den Aktivierungsplatten. So, dann Grafik können wir einstellen, die Auflösungsskalierung und das Anti-Aliasing und die Sprache. Wir haben auf jeden Fall Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch und ich glaube noch Russisch. Wir gehen einmal auf Speichern. Danach landen wir dann wieder im Lobbybereich und wir fangen mal mit dem Eingang an. Einfach über A aktivieren und schon kommen wir in den ersten Museumsbereich. So, das ist also der Eingangsbereich. Hier haben wir unser erstes großes Schaubild, ein Sherman-Panzer und ein Voice-Over. Eine deutsche Stuka greift einen amerikanischen M4A1 Sherman-Panzer an. Ihr Name leitet sich vom deutschen Wort Sturzkampfflugzeug ab. Im Hintergrund ist Saint-Lô zu sehen, das 1944 bombardiert wurde. Die Stuka wurde für Präzisionsbombenangriffe entwickelt, indem sie direkt auf das Ziel stürzte, ihre Bomben in geringer Höhe abwarf und dann schnell wieder aufstieg. Zur Unterstützung dieses Manövers war die Stuka mit Sirenen ausgestattet, die im Sturzflug ein unverwechselbares und furchterregendes Heulen erzeugten, das die feindlichen Truppen demoralisieren und die Moral der deutschen Streitkräfte stärken sollte. Ja, das ist eins der Voice-Overs, die KI generiert worden sind in unterschiedlichen Sprachen. Hier haben wir Originalfotos und diese 3D-Animationen sind ja immer 3D-Scans. Da haben wir Roosevelt und Churchill, können uns dann entsprechendes zu ihnen anhören. Auch hier wieder Originalbilder und 3D-Scans von einzelnen Objekten. Hier haben wir die Enigma
Also die Verschlüsselungsmaschine. Na, Teleport wollte ich nicht. Kann ich sie irgendwie Die greifen? Enigma-Maschine, ein Ja, kann berühmtes ich. Verschlüsselungsgerät, wurde vom deutschen Ingenieur Arthur Auch Scherbius entwickelt und vom 3D-Scan. deutschen Militär zur Sicherung der Kommunikation eingesetzt. Die Enigma-Maschine sah zwar aus wie eine Schreibmaschine, enthielt aber ein komplexes System von Rotoren, Drähten und Verbindungen. Ihre Funktions... Und die Voice-Overs oder insgesamt Aktionen könnt ihr auch dann immer wieder mit A abbrechen. Hier haben wir die Differenzierungshilfe. Und ja, technisch läuft das sehr, sehr gut. Wir haben ja hier unsere Hände, mit denen wir den Teleport dann aktivieren können, über den Trigger. Über A, wie gesagt, jegliche Art von Aktion. Hier können wir auch Winston weitere Churchill war ein Voice-Overs dann britischer hören. Staatsmann, Schriftsteller und Redner, der von 1940 bis 1945 Und auch wenn man und die der Platten dann von verlässt, läuft es weiter. Man kann es bis schriftlich mitverfolgen. 1945 als Und wenn man es Premierminister dann des abbrechen will, drückt man einfach wieder A. Charles de Gaulle, französischer Staatsmann und Militärführer, geboren am 22. November 8. Wir können uns auch weitere 3D-Animationen angucken. Also hier schon sehen wir Europa und wie sich das Ganze dann entwickelt hat im Zweiten Weltkrieg. Norway, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France and Yugoslavia. Italy, allied with Germany, had also occupied Albania, Greece and parts of North Africa. At the same time, the Soviet Union controlled much of Eastern Europe, including Ukraine, Belarus and the Baltic states. The United Kingdom... Wir können auch kleine Filmchen gucken. Fortitude war ein Täuschungsplan der Alliierten, der darauf abzielte, die Deutschen über den Zeitpunkt und den Ort der D-Day-Invasion zu täuschen. Entwickelt und durchgeführt von einem Team britischer Geheimdienstoffiziere, umfasste der Plan die Schaffung falscher Armeen, Pläne und Funksprüche. Die Alliierten stellten eine Also Phantomarmee den auf, die als aufblasbaren First Panzer. United States Army Group oder FUSAG bekannt wurde und von General George Patton angeführt wurde. Diese FUSAG bestand aus aufblasbaren Panzern, Lastwagen Und wir haben ja gesehen, dass wir in die einzelnen sowie aus gefälschten Strandabschnitte über den Eingangsbereich können, beziehungsweise über die Lobby. Aber wir werden auch durchgeführt. Also das heißt, wir haben jetzt den Eingangsbereich geguckt. Und dann, ach, da ist die Stuka, habe ich eben gar nicht gesehen. Können wir aber auch hier dann jetzt Strandabschnitt für Strandabschnitt erkunden. Also optisch sehr, sehr gut gemacht. Auch hier wieder ganze Menge 3D-Scans, Voice-Overs in großer Menge, ein Videofilm. Und wir gucken mal schnell durch, weil wir haben auch diese 3D-Bilder. Ah ja. Also hier kommen wir direkt zum Strand. Willkommen beim Widerstandsnest 10 am Utah Beach, In einem 360-Grad-Bild. Trotz einigem Widerstand gelang es der 4. Division, den Strand zu sichern. Also mit dem A-Button kommt man dann auch hier weiter. Dies ist eine von 2 Panzerturmanlagen beim WN-10. Ursprünglich beherbergte es einen erbeuteten französischen Panzerturm. Man kann sich nur vorstellen, welche verheerende Wirkung das Geschützfeuer auf die gelandeten alliierten Truppen hatte. Also hier sieht man, wie die Alliierten dann angerückt sind, in das Original 360-Grad-Bild dann reingesetzt, wie das dann damals aussah. Wir befinden uns nun im Inneren
Inneren der Kasematte Air 612 und blicken nach Süden auf den Strand. Ursprünglich befand sich darin eine 7,5 cm Kanone. Also das heißt, das Ganze wird unterstrichen mit diesen Original 360-Grad-Aufnahmen von den Flächen. So, dann gucken wir mal, was es hinten noch gibt. Und hier kommen wir dann direkt zum nächsten. Hier gucken wir mal gerade ein Foto. In Saint-Mère-Église wurden Fallschirmjäger der 82. Luftlandedivision abgeworfen, von denen viele in und um die Stadt herum landeten, da die Abwurfzonen weit auseinander lagen. Die ersten Landungen verliefen So, aber damit man es gerade mal gesehen hat, dass man auch von dem Beach direkt hin kann. Wir gehen jetzt mal gerade Juno Beach. Also das heißt, aus der Lobby heraus kann ich genauso an die einzelnen Abschnitte geraten. Auch hier wieder mit 3D-Scans, Audio-Files und Bildern unterlegt und kleinen Videos. Und ich suche es gerade. Was ist das? Nein, das war es nicht. Ah, da ist es. Und hier bin ich am entsprechenden Strandabschnitt. Kann man den Strandabschnitt dann angucken oder zum nächsten Strandabschnitt hüpfen, zum Beispiel zum Gold Beach. Also hier bei den mobilen Landungsbrücken, wie dann damals die ganzen Sachen verschifft worden sind, beziehungsweise an Land gebracht worden sind. Und auch das wieder mit entsprechenden 360 Grad Dies Bildern sind die Überreste untermalt. von Mulberry Harbor Bay, genauer gesagt Phoenixe, am westlichen Ende des Hafens. Zu deiner Rechten kannst du die Stadt Arromosh sehen. Vor dir liegt einer der Pontons am Strand von Arromosh bei Ebbe. Links vom Ponton ist die Klippe zu sehen, auf der wir vorhin standen. Draußen auf dem Meer kann man weitere Überreste von Mulberry Harbor Bay sehen. Und auch hier können wir dementsprechend immer wieder uns Objekte und Filme angucken oder eine Tour starten. Steig in den Dach und Stall ab. Wir machen eine Tour durch Mulberry Harbor Bay. Als erstes möchte ich dir einige Informationen über das Dach geben. Dieses Becken ist
Okay, also an der Stelle, wenn jemand Motion Sickness hat, muss er hier ein bisschen aufpassen, Auf der rechten Seite siehst du ein Liberty Ship. Das sind Frachtschiffe, Vorräte und Ausrüstung von England. weil das wackelt schon dann ganz gut. Unsere Lebensadern zur anderen Seite des Kanals. Liefern die Waren, die wir brauchen, um die Mission voranzutreiben. Für den ersten Eindruck sollte das reichen. Wir sehen uns gleich noch im Fazit und ich sage schon mal ciao, ciao. Wenn ihr ein VR-Erlebnis sucht, das euch permanent beschäftigt, das hier ist es eher nicht. Wenn ihr aber Lust auf eine ruhige, informative VR-Experience habt, die D-Day über Artefakte, interaktive Ausstellungen und Orte greifbar macht, dann trifft D-Day VR Museum ziemlich genau diesen Punkt. Es zeigt, wofür virtuelle Realität genutzt werden kann, abseits von den Spielen. Denn es ist nicht nur gucken, sondern du bekommst eine Art kleinen roten Faden durch die Orte. Du hast mehrere Bereiche, unter anderem Omaha, Yuna, Sword und Gold und zusätzlichen Kram, der die Experience spielerisch macht. Die Grafik ist in Ordnung, zwar könnten die Texturen hier und da etwas mehr Schärfe und Tiefe haben, aber im Großen und Ganzen passt es. Die Steuerung ist smooth und präzise und der Informationsgehalt riesig. Sehr cool sind die großen Mengen an Voice-Overs, die per KI erzeugt wurden. Das Ganze ist kein Must-Have, aber eine richtig starke VR-Alternative zum klassischen Museumsbesuch. Der Preis ist aktuell bei 11,83 € im Einführungsgebot. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Like da lassen, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich sage jetzt, kurz sacken lassen, Museumstür zu, Brille ab. Ciao, ciao. Like memories after death, to be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said.